Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. In dieser Anleitung werde ich mit euch einen Fledermauspulli häkeln, den habt ihr ja schon auf dem Vorspann gesehen. Und diesen werde ich mit einem dreifädigen Bobbel in Schwarz häkeln und mit Effektgarn. In letzter Zeit habe ich so oft gelesen, hey, ich habe Effektgarn und kann damit nichts anfangen, denn ich kann die Maschen nicht erkennen. Und deswegen habe ich einen Lieblingspullover mit Effektgarn für euch ausgetüftelt und ich hoffe, er gefällt euch. Das Ganze werde ich mit Nadelstärke 3,5 noch häkeln. Alle Angaben findet ihr wie immer unten in der Infobox zur Wolle, zur Nadelstärke, zum Verbrauch und Links- oder Rechtshänder-Video. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst uns loslegen. Beginnen wir zuallererst mit der Maße. Hier nehme ich den Brustumfang, ihr könnt aber auch den Hüftumfang nehmen, je nachdem, wo ihr sagt, wo es breiter bei euch ist. Oder für die Person, wofür ihr häkelt. Ich werde wie immer für Größe 38, also Größe M, häkeln und gehe hier von 100 cm Brustumfang aus. Diesen teile ich durch 2 und komme somit auf ein Ergebnis von 50. Damit der Pullover noch schön locker fällt, rechne ich nochmal plus 5 dazu, also 55 fürs Vorder- und 55 fürs Rückteil. Wenn ihr den Hüftumfang nehmt, weil ihr sagt, das ist die breitere Stelle bei euch, dann auch da plus 5. Als nächstes ist es wichtig, dass die Kette, die ihr anschlagt, wenn ihr auf eure Maße dann angeschlagen habt, teilbar durch 3 ist, plus 1. Teilbar durch 3 fürs Muster und plus 1 fürs Endstäbchen oder Endmasche. Ich habe bereits meine 55 cm schon einmal gehäkelt und kann euch sagen, dass ich 96 Maschen plus eine mehr, also 97 Maschen dafür benötigt habe, auf Nadelstärke 3,5. Aber hier, wie immer, kommt es darauf an, mit was für einer Nadel ihr häkelt, mit was für einer Wolle ihr häkelt und vor allen Dingen, ob ihr fest oder locker häkelt, da kann sich das Ergebnis verändern. Ich beginne hier mit der Schwarz, um eine Grundlage zu schaffen, und häkel eine direkte Kette aus festen Maschen. Dazu häkeln wir 2 Luftmaschen, gehen zurück in die erste Masche, holen den Faden durch, ziehen beide Laschen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Wem das Ganze zu schnell ist, vom Rechner aus gesehen, ist rechts unten am Bildschirmrand ein Zahnrad, da könnt ihr auch langsamer stellen. Dann setze ich mir hier in die erste Masche schon mal den Marker. Jetzt hat sich hier unten eine Masche gebildet, dort steche ich dann ein, hole den Faden wieder durch, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe, das ist auch immer sehr wichtig, durch eine und durch 2. Nächste Masche, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Faden und durchziehen, beide auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Wie ihr seht, also ganz simpel, und so schlagt ihr jetzt erst einmal eine Kette an, wie ihr für eure Maße benötigt. Diese Kette hat auch den Vorteil, dass sie sehr elastisch ist und ihr braucht nicht noch zusätzlich eine Reihe darüber häkeln. So sieht meine Kette dann aus 97 Maschen. Und jetzt zeige ich euch auf einem kleinen Stück erst einmal das Grundmuster, da ich jetzt eigentlich das Effektgarn dazu nehmen würde. Daher erstmal nur mit dem Bobbel. Wir machen 3 Luftmaschen und lassen eine Masche frei, stechen in die zweite ein und häkeln dort ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Dann sieht das so aus. Danach lassen wir 2 Maschen frei
und stechen in die dritte ein und häkeln auch dort wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Also am Anfang beim ersten V braucht ihr nur eine Masche freilassen und zwischen den Vs werden immer 2 Maschen freigelassen, denn jedes V benötigt 3 Maschen. Ein ganz simples Muster und deswegen auch sehr vorteilhaft für Effektwolle. Denn so braucht ihr auch die Maschen nicht erkennen, sondern erfüllt die einzelnen Vs. So, und am Ende schließen wir dann die Reihe mit einem Stäbchen. Und so sieht es dann aus. Reihe 2 ist auch ganz simpel, 3 Wendeluftmaschen. Drehen. Dann macht ihr einen Umschlag und sticht einfach durch das V hindurch. Und häkelt dort auch ein V hinein. Aus einem Stäbchen 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Hier setze ich mir am Anfang direkt den Marker. Und dann geht es weiter. Und dann auch hier wieder ein Umschlag und durch das V hindurch ein V aus 2 Stäbchen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Noch ein letztes V. Und auch hier dann wieder die Reihe am Ende mit einem Stäbchen, dritte Masche von unten, schließen. Und so häkeln wir dann erst einmal Reihe für Reihe gerade hoch. Absolut kein Hexenwerk, ganz simpel. Und das halt jetzt mit Effektgarn. Nachdem ich also meine 97 feste Maschen gehäkelt habe, nehme ich mir jetzt mein Effektgarn dazu, fädel durch, ziehe die schwarz zu, nehme nochmal alle Fäden und häkel die ersten beiden Maschen bzw. Luftmaschen, die Fäden zusammen. So habe ich das auch schon ein bisschen fixiert. Dann die dritte Luftmasche und dann geht's los. Einen Umschlag, fürs erste V nur eine Masche freilassen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Dann einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und auch hier wieder dann in die dritte Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Zwei Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und so sieht es aus. Das Ganze dann jetzt bis zur Reihe, zum Reihenende und mit einem Stäbchen in die letzte Masche schließen. Und mit dieser Kombination sieht man auch, kann man die einzelnen Vs auch immer noch trotz Effektgarn recht schön erkennen. Hier bin ich jetzt am Ende angekommen, häkel noch mein letztes V und beende die Reihe mit einem Stäbchen.
Danach 3 Wände Luftmaschen und wie vorhin schon gezeigt, mit einem Umschlag jetzt einfach in das V hineinstechen. Dann wieder den Marker setzen, damit ihr auf dem Rückweg seht, wo ihr mit einem Stäbchen beenden könnt. Und dann geht es so simpel weiter. Immer ein V ins V. Normalerweise besteht das V-Muster aus einem Stäbchen einer Luftmasche, einem Stäbchen. Ich mache hier allerdings 2, damit die Vs erstens breiter sind und das Ganze auch viel lockerer fällt. Und die Kombi kann sich sehen lassen. Und so geht es jetzt weiter, Reihe für Reihe, erst einmal, bis ihr auf eine Höhe von 40 cm gekommen seid. Ganz simpel. Einfach gerade hoch. Und so sieht es nach 40 cm aus. Schön gleichmäßig, immer ein V ins V, mit einem Stäbchen begonnen und geendet. Können wir jetzt beginnen, die Zunahmen zu machen. Ich sage euch hier bewusst keine Maschenanzahl, denn je nachdem, mit was für einer Effektwolle und Kombi ihr arbeitet, können mal mehr und mal weniger rein sein. Genauso, ob ihr fest oder locker häkelt. Einfach um 40 cm hoch. So, ich zeige euch jetzt hier auf dem kleinen Stück wieder, wie ihr die Zunahmen machen müsst. Wir beginnen diesmal etwas anders, und zwar mit 4 Luftmaschen. Machen einen Umschlag trotzdem und häkeln ein Stäbchen. Also wir machen am Anfang ein Doppelstäbchen, häkeln danach aber ganz normal mit Stäbchen weiter, und zwar ein V ins V. Und danach gehen wir hin und machen nochmal 2 Luftmaschen und häkeln ein zusätzliches Stäbchen. Also die Reihe wird mit einem Doppelstäbchen begonnen und ins erste V häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und haben somit 2 gequetschte Vs in einem V. Dann häkeln wir rüber, indem wir ganz normal ein V ins V häkeln. Und ins letzte dann das gleiche Spektakel, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Somit haben wir dann 2 gequetschte Vs in einem gehäkelt und beenden die Runde mit einem Doppelstäbchen, indem wir 2 Umschläge machen und in die dritte Masche von unten gezählt das Doppelstäbchen abhäkeln. Und so simpel sind die Zunahmen. Und dadurch haben wir das an den Seiten schön locker und die Zunahmen können sich setzen. Bei einem normalen Stäbchen würde sich das komisch ziehen und würde nicht so ganz aussehen. Und hier jetzt nochmal mit dem Häkelprojekt. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen und häkeln in das erste V ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen. Ganz simpel. Und das Ganze häkeln wir jetzt auch so wieder Reihe für Reihe, also in jeder Reihe diese Zunahmen links und rechts machen, bis ihr auf eine Höhe von 10 cm gekommen seid. Nach 10 cm Höhe sieht das so aus und schlägt einen leichten Bogen. Und ab hier müssen wir jetzt nochmal für die Ärmel nochmal zusätzlich 10 cm an Höhe gewinnen. Einfach gerade wieder Reihe für Reihe, wie ihr es bei den 40 cm unten gemacht habt.
Und wenn wir das dann so zusammenlegen, sieht man auch, habt ihr links und rechts eine gleichmäßige Zunahme. Auch hier ganz bewusst keine Reihenanzahl. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Also wir haben jetzt hier 40 cm Höhe gehäkelt gerade, dann 10 cm an Zunahmen gemacht und nochmal 10 cm gerade hochgehäkelt und schon ist das erste Teil fertig. Das Ganze brauchen wir jetzt zweimal und dann können wir damit beginnen, den Kragen zu ermitteln. Dazu lege ich das erste Teil zusammen. So, schaue, dass beides aufeinander liegt. Nehme mir mein Maßband hinzu und 2 Marker und messe jetzt von hier aus gesehen den Kragen ab. Und zwar brauche ich 30 cm, also gehe ich vom Rand aus und markiere hier 15. Und somit kann ich gleich auch beim Rückteil, bei der zweiten Hälfte, auch die 15 mit markieren. Wichtig ist dann jetzt nochmal von außen von den Ärmeln an abzuzählen, ob auch die Faust die gleiche Anzahl sowohl links als auch rechts haben. Hier habe ich 18 von links und 18 von rechts. Und jetzt können wir von außen bis zum Kragen die Schultern komplett zunähen. Also den Ärmel samt Schulterbereich. Und danach können wir die Seite hier lang hoch zunähen, auch das Stück von der Schräge. Allerdings lasst ihr euch hier am Ende dann 3 bis 5 cm offen, wo ihr noch den Ärmel etwas korrigieren könnt, insofern er etwas breiter werden muss. Und vernähen werde ich ganz simpel mit dem Couchstich. Faden an der Seite fixieren. Und dann gehe ich erst beim vorderen Stück einen halben Zentimeter durch, lege den Faden über, dann beim hinteren Stück in die Höhe des Fadens einen halben Zentimeter. Dann lege ich den Faden wieder nach vorne, gehe am vorderen Teil einen halben Zentimeter. Lege den Faden wieder über und am hinteren Teil einen halben Zentimeter. Und so habt ihr eine schöne, unsichtbare Naht. Ja, nachdem ich dann oben und die Seite vernäht habe, wie gesagt, hier habe ich mir so ein Stück offen gelassen, um den Ärmel zu korrigieren, verteile ich jetzt hier ringsherum erstmal meine Faust, dann könnt ihr das unten abstecken und schauen, ob der Ärmel perfekt sitzt. Sollte ihr das nicht tun, könnt ihr dadurch, dass ihr unten ein Stück offen gelassen habt, noch 1-2 Faust dazu mogeln und den Ärmel erweitern, ohne dass man es am Ende sieht. Beginnen werde ich dann hier einfach an der Seite. Dort fädel ich dann ein, fixiere das, beginne erst einmal mit einem Stäbchen. Das ist der Vorteil des Musters, das sieht man nachher nicht. So, mache 3 Luftmaschen und dann einen Umschlag und beginne die Faust zu verteilen. Hier müsst ihr gegebenenfalls ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Durch das ganze Gehäkel müsst ihr ja schon ein Gefühl dafür haben, wie weit die Faust auseinander sind.
Und dann verteile ich das Ganze einmal nach Gefühl ringsherum. Stelle ich das etwas schneller. So. Und am Ende habe ich 17 Vs. So, und das runde Ende werde ich mit einer Kettmasche erst einmal schließen. Beziehungsweise mit einem Stäbchen schließen und dann mit einer Kettmasche rüber. So, und dann könnt ihr eigentlich euch überlegen, ob ihr jetzt immer hin und her häkelt und es später vernäht oder ob ihr die Faust direkt Runde für Runde, Reihe für Reihe so lang häkelt, wie ihr den Arm lang haben möchtet. Ab hier jetzt werde ich noch ca. 25 cm dazu häkeln, dann sieht das so aus. Und dann ist der Ärmel auch lang genug, denn am Ende möchte ich noch ein ca. 6 cm breites Bündchen anhäkeln. Und dann ist der Ärmel auch schon fertig. So sieht es aus, wenn beide Ärmel dran sind. Und dann können wir jetzt uns an die Bündchen begeben. So, kommen wir zum Endspurt. Und zwar werden wir jetzt hierfür noch ein Bündchen häkeln, genauso wie für Kragen und im unteren Bund. Hier könnt ihr von Grundwerten ausgehen oder Richtwerte. Für den Kragen habe ich 34 Faust gezählt, die nehme ich mal 3, auf 102. Für die Ärmel habe ich 17 Faust, die nehme ich mal 3 und komme auf 51. Und fürs Bund habe ich 66, da komme ich auf 198. Das sind allerdings nur Richtwerte, also für die Ärmel werde ich sehr wahrscheinlich einige Reihen weniger nehmen, aber das kann man dann ausprobieren, wenn es soweit ist. Ihr könnt lieber ein paar Reihen wieder ribbeln, als nachher zu wenig zu haben. Also als Beispiel für den Kragen habe ich 102, da werde ich dann wahrscheinlich nur 100 Reihen häkeln. Für die Ärmel gehe ich mal schwer von aus, so um die 45 und beim Bund 190. Da könnt ihr einfach nach Gefühl arbeiten. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie die Bündchen funktionieren. Dafür nehme ich mir 2 Marker auf jeden Fall hinzu, da sich Anfang und Endmasche gerne verdrehen bei diesem Muster. Und beginne wie beim Pulli-Anfang mit einer Kette aus 15 Maschen, aus 15 festen Maschen. Dazu mache ich 2 Luftmaschen, gehe wieder in die erste zurück, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. Nur als kurze Erinnerung. Wie gesagt, hier wichtig, direkt den Marker setzen, weil die Anfang- und Endmaschen sich gerne verdrehen. Dann hat sich ja hier die Masche gebildet, da stechen wir dann ein, holen den Faden durch, beide auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. Nächste Masche. Faden holen, durchziehen, durch eine und durch 2. Insgesamt benötige ich jetzt 15 feste Maschen und die ergeben ungefähr eine Breite von 6 cm. Ich stelle das Ganze mal kurz schneller. Und dann ganz unspektakulär eine Wendeluftmasche und ab hier jetzt immer in die hintere Lasche einer Masche eine feste Masche häkeln. Also die vordere Lasche, diese hier, bleibt unbehäkelt. Und das bei jeder Masche. Immer nur in die hintere Schlaufe einer Masche. Hier auch wieder schnell den Marker setzen.
Und weiter geht's. Und am Ende dann auch in die hintere Lasche. Normalerweise bei anderen Anleitungen sage ich immer, die End- und die Anfangmasche komplett abhäkeln, um dem Rand Festigkeit zu verleihen. Hier wollen wir allerdings keine Festigkeit. Hier soll ja alles schön dehnbar sein. Also nur in die Lasche. Dann wieder eine Luftmasche, drehen und zurück. Und auch hier wieder dritte Reihe immer in die hintere Lasche. So einstechen und abmaschen. So, hier bin ich jetzt fertig. Erstes Handgelenk. Wie schon ungefähr geschätzt, 45 rein, kommen gut durch und dann können wir jetzt zunähen. Beim Zunähen werde ich entweder vom vorderen Stück die vordere Lasche und vom hinteren Stück die hintere Lasche oder umgekehrt zusammennähen. Allerdings ist hier wichtig, immer nur eine Lasche vom Vorder- und eine Lasche vom Rückteil. So kann man die Naht schön verschwinden lassen. Und so wie ich jetzt hier das Ganze zusammennähe, so solltet ihr dann auch die Bündchen festnähen. Also nicht mit dem Kautstich, sondern so, damit es schön elastisch bleibt. Mit dem Kautstich würdet ihr dafür sorgen, dass ihr zwischen Pulli und Bündchen das Ganze verengt und kaum noch durchkommt mit dem Handgelenk. Hier habe ich jetzt beide soweit fertig. Das ist der Kragen auf 100 Maschen und das große Bündchen auf 190 Maschen. Also 45 für die Handgelenke, 100 für den Kragen und 190 fürs Bund. Jetzt dreht ihr den Pulli auf falsch herum, also auf links, und guckt auch, welche Seite am schönsten vom Bündchen ist. Dreht es auch auf links. Dann fixieren wir den Rand mit den Nadeln. Zieht alles einmal schön auseinander, verteilt es gut und fixiert es dann mit den Nadeln. So. Und jetzt können wir einmal loslegen, ringsherum vernähen. Und auch wie gerade erwähnt, wie wir zusammengenäht haben, auch hier annähen, damit das Handgelenk nachher problemlos auch da durchkommt. So, gleich fertig. Zum Schluss den Faden dann noch schön vernähen, damit sich nichts wieder löst. Und das Ganze dann auch noch am anderen Handgelenk, am Kragen und am großen Bund.
Von dem Fixieren hat sich das jetzt etwas auseinandergezogen, aber das zieht sich gleich zusammen und legt sich wieder ein bisschen. So, ich drehe euch das mal auf richtig rum. So. Und wie ihr seht, zieht sich das schon dann wieder zusammen. Man kann sich sehen lassen. Ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr eure Fragen unten in die Kommentare stellen oder mir auf Facebook schreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Hoffe, ihr kommt mit eurer Effektwolle besser klar. Viel Freude und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.